Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es darum, wie wir selber einen Ölservice durchführen, also Tausch des Motoröls und Tausch des Ölfilters. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Wie man den einen oder anderen Service schon mal durchführt, habe ich euch gezeigt. Schaut auf meiner Internetseite nach, beziehungsweise hier in der Playlist unter Service. Und genau, in diesem Video geht es, wie schon erwähnt, über das Motoröl. Hierzu 3 Punkte. Punkt Nummer 1 ist, wie oft ihr das Motoröl bzw. den Ölfilter tauschen müsst, hängt von dem Motor ab. Da gibt es diverse Intervalle. Entweder ist das halt auf die Zeit getrimmt, bedeutet nach jedem Jahr oder alle 2 Jahre, beziehungsweise nach einer gewissen Anzahl an Kilometern. Habe ich alles unter Serviceintervalle bei mir auf der Internetseite für euch hinterlegt. Und der Punkt Nummer 2 ist, wenn ihr das Ganze selber machen möchtet, es empfiehlt sich auf jeden Fall eine Hebebühne, weil die Ölablassschraube ist genau in der Mitte der Ölwanne. Bedeutet, wenn ihr das Auto hier, sage ich mal, vorne anhebt, um darunter irgendwie zu kraxeln, dann bekommt ihr das ganze Öl nicht raus. Bedeutet, ihr müsstet hinten auch das Auto irgendwie hochheben, damit es gerade steht, damit das Öl komplett abgelassen werden kann. Also Hebebühne, mehr oder weniger zwingend erforderlich. Dann der nächste Punkt, ihr braucht natürlich ein spezielles Öl. Ford empfiehlt Castrol mit der entsprechenden Ford-Spezifikation. Verlinke ich euch wie immer unten in meiner Videobeschreibung und auf der Internetseite blende ich aber auch später nochmal ein. Und dann der Ölfilter. Für mein Auto gibt es allerdings 2 Ölfilter, die sind unterschiedlich, einmal HU 7032Z und einmal HU 5001Z. Auf diversen Internetseiten werden beide Filter angezeigt. Man muss also wissen, welchen Filter man hat, und erst dann kann man den austauschen, weil die sind unterschiedlich in Größe und im Durchmesser. Für mein Auto jetzt in dem Fall HU 5001Z. Genau. Und dann, wenn wir jetzt also das Öl haben, den Filter haben, wir haben auch eine Hebebühne, können wir eigentlich auch direkt loslegen. Und los geht's. Um an den Ölfilter ranzukommen, müssen wir von oben dran. Wir müssen also den Luftfilterkasten abbauen. Wie ich das hier mache, habe ich euch schon mal im Detail gezeigt, nämlich dann, als ich die Batterie ausgetauscht habe. Verlinke ich euch oben in der Infokarte, dort ist das Ganze viel langsamer gezeigt, im Detail erklärt. Hier geht es jetzt schnell, weil das haben wir ja schon einmal gemacht, beziehungsweise gibt es ein anderes Video dazu. Und hier sehen wir dann auch schon den Ölfilter. So kommt man da dran, da ist der, den müssen wir da rausschrauben. Dafür brauchen wir eine 27er Nuss und mit dieser schrauben wir den Ölfilter ganz einfach raus. Haben wir den Ölfilter dann draußen, setzt man einfach nur den neuen Ölfilter rein, macht die neue Gummidichtung drüber, ölt die ein bisschen mit dem alten Öl ein, damit man das besser zuschrauben kann, und schon ist man fertig. Zuschrauben habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil ist ja einfach. Danach Ölmessstab rausziehen, den Deckel abmachen, damit nicht irgendein Unterdruck entsteht, und dann können wir eigentlich auch schon das Öl gleich ablassen. Also auf die Hebebühne, dann die Abdeckung unten einfach abmachen, und dann kommen wir eigentlich auch schon an die Ölwanne. 8 mm Imbus brauchen wir, und dann können wir das Öl einfach über die Ölablassschraube ablassen. Dauert 15 Minuten, bis das Öl tatsächlich komplett draußen ist und nichts mehr nachläuft. Und empfehlenswert auf jeden Fall ein neuer Kupferring. Ich empfehle allerdings auch noch eine neue Schraube zu verwenden, damit das Ganze tatsächlich dicht ist. Haben wir das Ganze dann durchgeführt und nochmal zugemacht, kommt das neue Öl rein, nämlich mit der richtigen Spezifikation, wie oben eingeblendet. Ich verwende hier den Ölmessstab, damit man das Öl viel besser und kleckerfrei einfüllen kann. Vor allem, wenn noch der Kanister fast voll ist, empfiehlt sich da diesen Ölmessstab als Hilfe zu verwenden. Nach ca. 3,5 Liter das Ganze nochmal prüfen, und wir sehen knapp unter Maximum, und damit wäre das Öl bzw. der Ölwechsel eigentlich auch schon durchgeführt. Es ist keine Hexerei, es ist relativ simpel. Man braucht, wie gesagt, eine Hebebühne, ansonsten ist es halt wirklich, schwer durchzuführen. Aber der Wechsel des Öls ist die eine Sache. Wir müssen dem Auto ja noch irgendwie mitteilen, hey, da ist neues Öl drin und ein neuer Intervall fängt an. Und normalerweise hat man das folgendermaßen gemacht, blende ich euch ein, nämlich man ging in das eigentliche Ölzustandsmenü rein,
hat dann also den Ölzustand gesehen und dann konnte man mit einem langen Druck auf die OK-Taste hier ein Menü öffnen und dort kam dann ein Hinweis, bitte OK-Taste länger gedrückt halten und damit wird der Ölzustand zurückgesetzt. Das gibt es so jetzt nicht mehr. Beim digitalen IPC hat Ford das leider entfernt und je nachdem, welche Firmware ihr auf eurem analogen Kombi-Instrument habt, funktioniert das auch nicht mehr. Also probiert es einfach mal aus. Wenn ihr länger gedrückt haltet, kommt ein Menü und dann heißt es, bitte drücken Sie noch weitere 5 Sekunden, um das Ganze zu resetten. Dann wisst ihr, ich habe dieses Menü integriert. Wenn es nicht kommt, wie jetzt bei mir, dann ja, habt ihr es halt nicht integriert. Aber ihr wärt ja nicht hier, wenn ich nicht eine Lösung dafür hätte. Und die sieht folgendermaßen aus. Beim ausgeschalteten Auto drücken wir dann einmal den Startknopf und drücken dann Bremse und Gaspedal gleichzeitig für circa 20 Sekunden. Ich spule jetzt einfach mal vor, damit ihr keine 20 Sekunden warten müsst. Nach 20 Sekunden könnt ihr einfach die Pedale wieder loslassen. Dann gehen wir nochmal in das Menü rein und sehen dann dort, dass das Ganze bei 100% wieder steht. Bedeutet, das Ganze wurde resettet und ein neuer Intervall fängt an, beziehungsweise er rechnet ab diesem Zeitpunkt dann nochmal entsprechend 1 Jahr, 2 Jahre beziehungsweise die gefahrenen Kilometer. So einfach ist also auch das Zurückstellen per Pedale. Gut, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in meiner Videobeschreibung auf meiner Internetseite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.